Was tun, wenn man plötzlich zwei tolle Loks hat, aber keine Wagen für dahinter? Man nimmt die mal wieder nicht benötigte Urlaubskasse und investiert sie sinnvoll. Im Short hatte ich ja schon die von Pelle Söborg gealterte General Electric Tier 4 Chivo von Scaletrains gezeigt. Eher überraschend habe ich auch die zweite Auktion gewonnen, wieder eine Chivo, aber älteres Baujahr und von Intermountain. Zu den Loks kommen wir in einer der nächsten Wochen im Detail. Heute kümmern wir uns um die Wagen. Beim Durchsehen der Tagespost war auch ein Infobrief von Gunders Car Company dabei und in eben diesem waren die Wolters Autoracks drin. Autotransportwagen in den USA sind seit den 70er Jahren Flachwagen, die einen entsprechend geschlossenen Aufbau haben. Dadurch, dass Autos zwar relativ viel Volumen einnehmen, im Vergleich zu dem, was eine Bahn aber sonst so transportiert, relativ leicht sind, sind diese Wagen entsprechend lang. 89 Fuß ist derzeit das längste Maß. Das ist nochmal ein gutes Stück länger als die längsten mir bekannten europäischen vierachsigen Wagen, die SGG NSS 80 oder Light 80. Die Wagen von Wolters sind relativ einfach gehalten mit Sidepanels aus Plastik, dafür sind sie aber günstig im Vergleich zur Konkurrenz. Diese kommt von Intermountain und von Scaletrains. Erstere habe ich schon bei Ken Patterson in einem seiner What's Neat Shows gesehen. Die Wagen sind so von den Bildern her der absolute Hingucker. Zu öffnende Türen an beiden Enden und vor allem die geätzten Sidepanels, durch die man wirklich hindurchschauen kann, sind die Highlights. Nachdem ich den deutschen Markt mit diesen leer gekauft hatte, fehlte es mir trotzdem noch ein bisschen an Farbvarianz. Ich hätte zwar beispielsweise gerne die The Rock-Variante gekauft, aber die war in den USA schneller ausverkauft, als du schauen konntest. Just in dem Moment kam das erste Paket aus Dänemark und ich war begeistert von der Scaletrains-Lok. Und die haben ja auch Autoracks Mitte letzten Jahres erschienen. Wie das aber leider immer so ist bei den China-Einmal-Serien, entweder du hast vorbestellt oder du musst die Krümel nehmen. Und deshalb gibt es jetzt als Farbtupfer nur noch weiße Wagen. Aber besser als nix, oder? Und damit haben wir jetzt gleich zwei B-Level Autoracks im Review. Einmal von Intermountain in Gelb und einmal von Scaletrains in Weiß. Beide Modelle haben unterschiedliche Vorbilder. Während das Intermountain-Modell ein älteres B-Level-Rack ist, dessen Vorbildhersteller unbekannt bleibt, hat man bei Scaletrains ein modernes Gunderson Multimax Autorack von Greenbrier vor sich. Letzteres kann im Vorbild von 2 auf 3 Ebenen umgebaut werden, um so flexibel auf den Transport von kleineren Autos wie Limousinen oder größeren wie Pickups reagieren zu können. Beide sind Ready to Run, und zwar die amerikanische Definition von Ready to Run. In der Packung ist bei Intermountain nichts außer dem Wagen. Bei Scaletrains noch 4 kleine runde Scheiben, vermutlich Ersatz-Bearing-Caps für die Räder. Alles andere ist fertig montiert und es sind unglaublich viele Details. Von den zahlreichen gestochen scharfen Drucken über die großen Sidepanels, die bei beiden aus geätztem Metall bestehen, die angesetzten Griffstangen und Leitern bis hinunter zu den Leitungen am Wagenboden. Farblich besser bei Scaletrains. Während man bei Intermountain dann doch teilweise Unterschied im Gelbton zwischen lackierten und nur gespritzten Bauteilen sieht, ist das bei Intermountain nicht der Fall. Auch bei den gelben Wagen nicht. Auch haben die Wagen aus der Rivet Counter Serie beispielsweise farblich abgesetzte Spitzen an den Druckluftschläuchen. Was sie hingegen nicht haben, sind Sidepanels, durch die man hindurchschauen kann. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Intermountain-Modelle. Und eines, das ich echt toll finde, auch wenn es eigentlich bei der Modellbahn kontraproduktiv ist. Denn jetzt müsste man halt dann doch wieder Autos reinstellen, wenn man die Wagen in beladenem Zustand zeigen will. Das zweite, den Intermountain-Wagen vorbehaltene Feature sind die zu öffnenden Türen. Ich möchte darüber eigentlich gar nicht reden. Was sich auf dem Papier toll liest, ist in der Praxis leider völliger Schrott. Alle Wagen hatten die Türen in irgendwelchen Positionen stehen, als ich sie aus der Packung genommen habe. Richtig zu war keine. Eine war sogar rausgefallen und das ist eine echte Fummelarbeit, die wieder reinzubekommen. Intermountain schreibt auch, dass man die nicht zu oft bewegen soll und die wissen schon warum. Von bewegen kann nämlich keine Rede sein. Die Tür auf oder zu bekommen ist ein hakliges Geruckel, bei dem man Gefahr läuft, dass man das Teil dann doch gleich wieder in der Hand hat. Das hätte man sich echt sparen können. Warum da nicht nur Ken Patterson, sondern auch andere amerikanische Publikationen ob diese echt grottigen Umsetzungen in grenzenlosen Jubel ausbrechen? Ich habe keine Ahnung. Nichts taugen tun leider auch die Kupplungen. Wir kommen gleich noch zum Preis, aber bei dem Preis hätte ich Kadee-Kupplungen erwartet.
Stattdessen spaxen beide irgendwelche Billigkupplungen dran, die zu allem Überfluss auch noch nicht mal über ausreichend Federkraft verfügen, um die Kupplung immer zuverlässig in der Mitte zu halten. Die von Scaletrains scheinen darüber hinaus aus Plastik zu sein, auch wenn auf der Website irgendwas von Diecast steht. Sorry, aber das geht definitiv besser, vor allem bei Premium-Modellen. Das Ganze hat natürlich seinen Preis. In den USA liegt die UVP bei etwa $100. In Deutschland bekommt man die Wagen in der Regel für um die 110 Euro. Das hört sich jetzt viel an. Ich meine, für den Gegenwert bekommt man auch eine Picolog aus dem Hobbysortiment, aber auch ein Rocco T3000E hat mittlerweile eine UVP von 105 Euro. Und wenn man den aus der Packung nimmt, ist er weit von der amerikanischen Definition von Ready to Run weg. Sehr weit. Die Wagen laufen butterweich bei beiden Herstellern. Sie sind aber vielleicht ein Ticken zu leicht, um in Zugmitte oder am Ende mit Distributed Power Units arbeiten zu können. Und sie neigen aufgrund ihrer Höhe ein bisschen zum Kippeln. Ich wollte sie trotzdem mal laufen sehen hinter meinen beiden neuen Chivos, über die wir in Kürze reden, und musste dann den größten Nachteil der Wagen zur Kenntnis nehmen. 22 Inch Radius mit Hängen und Würgen, 24 okay, 26 empfohlen. Da machst du nichts mit einem Rocco R3. Und so richtig viele R6 hatte ich jetzt auch nicht da, aber wenigstens ein kurzes Stück war drin. Also ein ganz kurzes, wenn am Ende vom Gleis noch Zug übrig ist. Für die Vorstellung der Chivo Tier 4 gibt's aber einen kompletten Umlauf. Versprochen, neues Gleismaterial fürs Parkett ist bestellt. Was haben wir? Wirklich exzellent detaillierte Wagen mit sehr guten Rolleigenschaften, bei Intermountain zu öffnende Türen, die man sich hätte sparen können, und einem relativ hohen Platzbedarf. Insgesamt extrem hochwertige Wagen, die trotz der leisen Kritik jeden Cent wert sind. Wer allerdings einen möglichst realistisch langen Zug nachbilden möchte, wird um die Walters-Wagen nicht herumkommen. Mein 11-Wagen-Zug kommt auf über 1000 Euro. Die Loks noch gar nicht mitgerechnet. Alternativ kann man hoffen, dass Scaletrains die Wagen noch einmal in der Operator-Serie auflegt. Die sind dann zwar nicht bis ins vorletzte Detail perfekt, dafür aber fast um die Hälfte billiger.